Eben, ich will nicht, dass Mami sich die ganze Zeit so Sorgen macht. Das war erst im Traum zu Hawaii. Mhm. Aber ich bin mal irgendwo anders. Ich bin mal mit zwei. Ich komme gerade. Ich kann es nicht anders. Wir haben häufig aufgrund der verminderten intellektuellen, kognitiven Funktionen, aufgrund von der Wahrnehmungsstörungen, alleine schon das Problem, dass die Realität nicht mehr korrekt beurteilt werden kann. Das geht bis zu visuellen Halluzinationen, das geht natürlich zu akustischen Halluzinationen. Ist das bei Alzheimer genauso? Wir haben die grundlegenden Mechanismen, die ich beschrieben habe, aus meiner Sicht von der Psychopathologie sehr ähnlich. Die gestörte Informationsverarbeitung des Gehirns, die zu wahnhaften Einfällen führt oder zu völligen Fehlwahrnehmungen. Weißt du, da mit dem, dass der weiter runterkommt. Aber da kann man nicht verschieben. Ja, ich sehe es nicht genug. Und zurück mit dem Gelen oben. Ja, aber es langt nicht. Aha. Und da? Das ist. Ich weiß nicht mehr wo. Vielleicht dort, wo ich eine Zeit lang im Krankenhaus war. Da machst du sicher einen Ausflug, gell? Ja. Sieht so aus. Patients with NPC, particularly younger patients, are often given the diagnosis of childhood Alzheimer's disease. Whilst Alzheimer's disease, which largely affects much older individuals but can present in middle age or younger, is a very different illness to NPC, there is some significant overlap at a clinical, brain structural and molecular level. We see this in patients such as Aaron, who develop significant memory and learning problems at the beginning of adolescence and who, like those patients with Alzheimer's disease, had a progressive loss of cognitive function over his adolescence, with ongoing impairments not just in memory, but also in speech, organisation and other domains. Jetzt kannst du später mal spielen. Und? Jetzt kannst du es ja wieder, siehst du? Das ist schwierig. So. Wie geht's dir, Alex? Mir geht es eigentlich ziemlich gut.
bin auch ein bisschen gestresst. Aber ja. Im Moment, das heißt vor etwa einem Monat oder ein bisschen länger, als ich Alex zum letzten Mal gesehen habe, ist aus psychiatrischer Sicht liegt formal ein leichtes dementielles Syndrom vor. Im Moment ist sie nicht depressiv oder sicher nicht schwer depressiv. Ich habe keine Hinweise für psychotische Symptome. Und ich würde eigentlich meinen, es geht ihr jetzt aus psychiatrischer Sicht den Umständen entsprechend gut. Ist zu viel da aufs Mal. Also die ersten 2 Tage sind gut. Und nachher wird es so ein bisschen abwechslungsreich. G und E. G und E. Und wenn wir jetzt hier die Link dazu nehmen, und jetzt gehst du nochmal ta. Das ist ein Krampf. Ist ein bisschen ein Krampf, ja. Was einem auffällt, wenn man Alex gegenüber sitzt und sie vergleicht mit einer Person mit einer Alzheimer-Erkrankung, dann ist natürlich der Altersunterschied ein herausspringender Punkt. Es ist so, dass ich den Verlauf jetzt über circa ein Jahr überblicken kann, seit ich die Alex hier das erste Mal sah. Und es ist im Grunde eigentlich damals schon bei der ersten Konsultation auffällig gewesen, wie sie kognitiv reduziert war. Und wenn Sie mich nach dem Verlauf fragen, ist leider schon auch festzuhalten, dass sich das im Laufe des Jahres eher zugespitzt hat und eher verschlechtert hat. Also wir müssen uns eingestehen, dass es im Grunde ein fortgeschrittenes dementielles Syndrom darstellt. Aber wenn der mediert ist? Ich möchte vielleicht zu Beginn über die Ähnlichkeiten zwischen den beiden Krankheiten kurz sprechen. Beide Krankheiten verlaufen progredient, das heißt zunehmend, mit einer zunehmenden Verschlechterung der geistigen Leistungsfähigkeit. Beide Krankheiten haben einen maßgebenden Einfluss auf die kognitiven, die geistigen Leistungsfähigkeiten. Um auf die Unterschiede zurückzukommen, diese haben meines Erachtens hauptsächlich mit dem Altersunterschied und dem Unterschied der Persönlichkeitsentwicklung zu tun. At a molecular level, whilst Alzheimer's disease and NPC show some commonality in alterations to amyloid processing and the role of cholesterol, we know that NPC patients do not develop the typical amyloid plaques that we see in Alzheimer's disease. However, we do see the neurofibrillary tangles that characterise Alzheimer's disease in our NPC patients, one of the only other diseases to show these features. These result from abnormalities in processing of a protein called tau, and these have been seen in brain tissue samples in NPC patients as young as 8. We have utilised a form of PET scanning where a compound that binds to these type of tangles lights up, and have shown that a number of adult NPC patients have a significant tangle load, albeit in some different regions of the brain to what we see in Alzheimer's disease. This opens up the possibility of tau pathology in the disease being not just a biomarker that we can image, but also a potential therapeutic target, possibly in both disorders, through the development of compounds that address these abnormalities in tau processing. This mirrors the findings we see in MRI studies in NPC, where we see a number of brain regions that differ between the two disorders, but also a number of regions where we see similar changes across both disorders. The excess of compounds called gangliosides in NPC has long been thought to be the crucial neurotoxic aspect of the illness's biochemistry that results in a loss of neurons in the brain. However, where we see the greatest changes in NPC are where we see a combination of a high tangle load and a high level of toxic gangliosides. One of these regions is a part of the brain called the hippocampus, which is crucial to the formation and storage of long-term memory.
It's one of the first brain regions affected in Alzheimer's disease, which results in the rapid forgetting that characterises the cognitive decline of this disorder. That we see similar reductions in both children and adults with NPC is not surprising, as individuals with this disease often have significant memory impairments as a core component of their cognitive disturbance. Auf absehbare Zeit wird die Behandlung der Menschen mit einer Niemann Pick Erkrankung und einer Alzheimer Erkrankung Ähnlichkeiten aufweisen. Sie wird nicht zu lösen sein mit einem einzelnen Medikament. Es wird immer eine multimodale Therapie erfordern. Das heißt, eine Therapie, bei der Betreuung, Pflege, psychologische Unterstützung und Medikamente eine Rolle spielen werden. Ob es in Zukunft eine Behandlungsschiene oder zwei geben wird, um die Ursache der Krankheit zu bekämpfen, das ist im Moment meines Erachtens noch schwierig zu sagen.